Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Review von uns, BM Modding. Heute zeigen wir euch die Ultima, und zwar die Ultima in der V2.0. Als neues Feature verbaut haben wir hier jetzt die Dynamic Hoses und da erklärt euch der Blackjack mal kurz, was es damit auf sich hat und wie es damit funktioniert. Ja, hallo zusammen. Wie Giancarlo jetzt schon gesagt hat, haben wir die Dynamic Hoses eingebaut in der Ultima. Das Skript ist vom Xentro und dazu passend unsere Schläuche, die sich jetzt automatisch mit dem Schlepper verbinden, wenn er dafür vorbereitet ist. Das Ganze funktioniert auch in Verbindung mit dem Manual Attaching von Wobster. Das Manual Attaching ermöglicht das Ankoppeln der Schläuche sowie der Zapfwelle und auch der Untenanhängung manuell außerhalb vom Schlepper durch den Spieler selbst. Wenn ihr beide Mods bei euch im Mods-Ordner habt, dann baut es sich automatisch in den Schlepper ein, sowie in die Ultima. Wenn ihr das Ganze dann ankoppeln wollt, lauft ihr einfach hinten an euren Schlepper ran, drückt einmal die Q-Taste, dann koppelt sich die Ultima an. Wenn ihr dann einmal kurz die Y-Taste drückt, dann koppelt sich eure Zapfwelle an und bei langem gedrückt halten, dann werden auch die Schläuche alle angekoppelt. Wie ihr jetzt hier bei der Ultima seht, werden erstmals bei der Ultima auch die Druckluftschläuche mit angeschlossen. So habt ihr jetzt also alle Schläuche, die man über das Manual Attaching bzw. über die Dynamic Hoses an den Schlepper anschließen kann, mit der Ultima angeschlossen. Bevor ihr die Sachen nicht angeschlossen habt, könnt ihr die Funktionen von der Ultima auch nicht in vollem Umfang nutzen. Das heißt, wenn ihr keine Druckluft angeschlossen habt und kein Licht, dann habt ihr keinen Strom und keine Bremse. Oder wenn die Zapfwelle nicht angeschlossen ist, könnt ihr die ganze Ultima nicht überhaupt erstmal starten. So, wir haben jetzt hier ein paar Schwade Gras vorbereitet. Einige Neuerungen sind auch im HUD zu sehen. Unter Keypad 0 kann man das HUD ein- und ausblenden. Und die Arbeitskamera wie gewohnt unter Z. Das HUD ist jetzt auch responsive. Das heißt, je nachdem unter welcher Auflösung ihr spielt, passt das HUD sich dann automatisch an. Dann würde ich sagen, starten wir die Maschine mal einmal mit B. Sehen wir dann, dass man unter K die Ballengrößen ändern kann. Von 1,30 bis 1,50. Da ist zu beachten, dass der Ballen, der gerade in der Presskammer drin ist, immer erst zu Ende gepresst werden muss und erst der Ballen danach, nach dem Einstellen, der hat dann die neue Maße. Ballen wickeln an, aus. Das kann man einstellen bei Gras und Heu. Stroh können wir bei uns nicht wickeln. Und den Ablagemodus, da erklärt der Raff jetzt gleich noch ein bisschen mehr. So, hallo, ich bin Raftnix und das sind die Neuerungen der Ultima V2. Der Absturz beim Verkaufen oder Zurücksetzen der Ultima ist gefixt, das Spiel sollte danach weiterlaufen. Auf dem Dedi sind das Zittern des Einzugspartikelsystems vorne an der Pickup und möglicherweise falsche Zahlen beim Ballenzähler gefixt. Wir haben jetzt endlich das Dreckigwerden aktiviert, man kann die Ultima jetzt waschen. Leere Paletten von den Netzrollen und den Folienrollen verschwinden jetzt, wenn sie leer sind. Nach dem Neustart muss man den ersten Ballen nicht mehr abwarten, sondern ab dann werden sofort die richtigen Einstellungen übernommen. Also der erste Ballen wird nicht mehr zwangsläufig gewickelt. Dann haben wir so ein paar Kleinigkeiten gemacht. Die Niederhalterrolle dreht sich jetzt, wenn man in den Schwad reinfährt. Die Richtungseinzugspartikelsystems wurde korrigiert. Wir haben jetzt Stroheinzugspartikelsysteme. Wir haben ein paar Errors beim Spielstart und gerade beim Laden eines vorhandenen Save Games gefixt. Wir haben den Sound teilweise verbessert, die Abspielmethoden sind noch ein bisschen verbessert und das Timing ein bisschen verbessert. Dann haben wir die Ballen überarbeitet, also die Ballen selbst. Die sind jetzt deutlich performanter, das heißt man kann mehr Ballen im Spiel haben, bevor es ruckelt oder laggt oder die Framerate runtergeht oder so. Das sollte jetzt nicht mehr so das große Problem sein. Man kann auch Feedback vor allem von Let's Playern hin, jetzt endlich das HUD der Ultima ausblenden mit einer Taste. Dann gibt es noch ein akustisches Signal, wenn man im manuellen Ablagemodus einen Ballen ablegen kann, das kurz piept, wie bei der Rundballenpresse im Standardspiel. Und die gepressten Ballen gehen in die Spielestatistik ein. Das heißt, wenn man die öffnet, dann bekommt man auch die tatsächlich gepressten Ballen angezeigt. Das war bisher nicht. So, jetzt wollen wir euch mal die verschiedenen Ablagemodi der Ultima nochmal zeigen. Gerade der Ablagemodus sammelt ist so ein bisschen ins Hintertreffen geraten und da haben wir das Gefühl, wir müssen es einfach nochmal zeigen und vielleicht wird das der ein oder andere auch benutzen. Jetzt sieht man den Modus Auto. Der Ballen wird, sobald er voll ist,
einfach auf den Wickeltisch gelegt und dann sofort abgeworfen. So, jetzt schalte ich um in den Modus Sammeln. Ja, jetzt dauert das einen kurzen Moment, bis der Ballen voll wird und dann wird der Ballen erstmal auf dem Wickeltisch quasi zwischengelagert, bis der nächste Ballen in der Kammer voll ist und dann werden die direkt nacheinander abgelegt, sodass immer 2 Ballen auf einem Stapel sind. So, jetzt ist der erste Ballen voll und wird hinten drauf gestellt und dann bleibt er jetzt einfach, bis der nächste Ballen voll wird. So, der Ballen ist jetzt fast voll. So, jetzt wird der erste Ballen abgelegt, der quasi zwischengelagert wurde und sofort wird der zweite noch kurz gebunden, die Netzbindung läuft. So, und jetzt wird er sofort auf den Wickeltisch gelegt und direkt abgekippt. Jetzt liegen die direkt nebeneinander. Man kann die jetzt zum Beispiel mit unserer Öko-Plus Heckballengabel nehmen. Dann liegen die schon nebeneinander, man muss nicht mehr hin und her rangieren. Das ist ganz praktisch. So, jetzt zeige ich noch kurz den Ballenablagemodus manuell. Man fährt einfach übers Feld, füllt den Ballen. Der Ballen wird automatisch wieder auf den Wickler abgegeben, sobald er jetzt gleich voll wird. Sekunde. So, jetzt ist er voll. Netzbindung läuft noch. Und jetzt bleibt er einfach hier drauf liegen. Und sagen wir mal, wir sind jetzt an einer schiefen Stelle auf dem Feld, wo wir nicht ablegen können oder wollen oder der Ballen würde blöd in der Ecke liegen. Fahren wir einfach so, dass wir da sind, wo wir ihn ablegen wollen und können ihn dann mit Taste M ablegen. An einer beliebigen Stelle. So, seit der V2 ist es neu, dass sobald der Ballen abgeworfen werden muss, weil der nächste ja schon in der Kammer entsteht, dass man quasi im letzten Moment noch schnell zum Aufwecken ein kleines Piepen hört, dann hat man nochmal ein zusätzliches Signal. Das ist jetzt neu seit der V2. Natürlich könnt ihr die Ultima auch in der V2 wieder mit Netzrollen und Folienrollen bestücken. Als neues Feature sehen wir jetzt hier passend zu den Folienrollen eine Füllstandanzeige oben im Info-HUD. Die zeigt euch, wie viele Ballen ihr noch mit den gerade eingelegten Folienrollen wickeln könnt. Dann nochmal eben schnell zurück zu dem Feld, wo wir gerade waren. Ein Thema, welches von euch sehr oft angesprochen wurde, war die Kompatibilität mit Ballenwagen, Ballensammelwagen wie auch Ballenwickler. Da ist etwas untergegangen, dass die 1,30er Ballen von uns standardmäßig kompatibel sind mit den Wagen. Warum nur die 1,30er Ballen? Das liegt einfach daran, dass die Wagen standardmäßig keine anderen Ballenmaße unterstützen. So, nicht nur der Ballenwickler, auch der Sammelwagen, auch der ist kompatibel. Sowohl mit den Ballen, die von dem Ursus-Wagen gewickelt wurden, als auch die Ballen, die von der Ultima gewickelt wurden und die Ballen, die gar nicht gewickelt wurden. Dies dann natürlich mit jedem Fill-Type, egal ob Gras, Heu oder Stroh. Anders sieht das bei Modballen-Sammelwagen und Modballen-Wicklern aus. Da können wir die Kompatibilität nicht gewährleisten. Da müssen die Ersteller der Mods selber dann die Einträge machen. Einige Leute haben uns gefragt, warum wir dann unsere eigenen Ballen nehmen und nicht die von Giants. Das liegt einfach daran, dass wir eh schon verschiedene Ballengrößen haben, von 1,30 über 1,40 bis zu 1,50. Und auch da wären nur die 1,30er Ballen kompatibel. Alle anderen Ballen müssten wieder eigene Einträge haben. Und deswegen haben wir uns auch sehr schnell für eigene Ballen entschieden. Wir hoffen, dass euch diese Mod-Preview wieder gefallen hat, vielleicht hier und da noch ein paar Fragen klären konnten und die Vorfreude auf die Ultima in der Version 2.0 etwas steigern konnten. Die Ultima wird dann in den kommenden Tagen im Mod-Hub released. Den Link werdet ihr dann unten in der Beschreibung finden, wie auch über unsere anderen Seiten des sozialen Netzwerks und auf unserer Homepage. Und auch hier freuen wir uns wie immer über Feedback zum Video, Feedback zu der Mod selber und wünschen euch noch viel Spaß und frohes Schaffen mit der Ultima V2.